Wir haben uns bei FST global das Ziel gesetzt, bezogen auf das Jahr 2020, die Tonnen CO2 bezogen auf unseren Umsatz um 30% zu reduzieren. Wie wollen wir das erreichen? Nun zunächst einmal durch Reduzierung, möglichst energieeffizient zu produzieren, auf unnötige Prozesse zu verzichten, dann im zweiten Schritt möglichst viel zu elektrifizieren, und dann im dritten Schritt oder parallel dazu natürlich auch immer nachhaltigen Strom einzukaufen. Nun, bei FST haben wir eine kontinuierliche Verbesserungskultur schon seit Jahrzehnten im Unternehmen verankert. Und im Bereich dieser Kultur haben wir auch das Nachhaltigkeitsthema jetzt mit eingebracht und benutzen die Prozesse, die wir da gelernt haben, uns weiterhin zu optimieren und zu verbessern. Der Footprint des Kunden ist das, was wir als Handprint bezeichnen. Und natürlich helfen die Produkte von FST auch dem Kunden über die Lebensdauer den CO2-Footprint zu reduzieren. So liefern wir zum Beispiel reibungsreduzierte Dichtungen, wo durch reduzierte Reibung auch weniger Energie verbraucht wird. Auch setzen wir über unsere innovativen Materialien und Prozesse inzwischen Produkte ein, die es dem Kunden überhaupt ermöglichen, ein Endprodukt im Bereich Batterien oder auch der Brennstoffzelle zum Einsatz zu bringen. Und last but not least kümmern wir uns auch oder verfolgen wir sehr genau den Einsatz von grünem Stahl, der auch in unserer Dichtung zum Einsatz kommen soll. Und bei energiereduzierter Stahlherstellung hilft das natürlich auch dem Fußabdruck des Kunden. Verpackung und Müll werden bei uns in unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozessen auch immer wieder untersucht. Und so kann ich zum Beispiel jetzt hier zwei tolle Beispiele nennen. Das eine in der näheren Umgebung hier in Weinheim in Hirschberg bei unserer Aftermarket-Firma Corteco, die es geschafft haben, im Rahmen eines Prozesses auf Plastikbeutel zu verzichten und darüber insgesamt 45 Tonnen eingespart haben. Oder aber auch in unserem Werk in Manchester in New Hampshire, wo man ein weiteres Verpackungsoptimierungsprojekt durchgeführt hat. Dort sind insgesamt 26 Tonnen CO2 eingespart worden. Davon geht zwar nur 1 Tonne auf die Reduzierung von Plastikbeuteln zurück, aber auch das ist ja ein Schritt in die richtige Richtung. Freudenberg. Innovating together.